Ich zeige dir eine Anleitung für diese diagonale Z-Fold Card mit Einsteckfach für einen Teebeutel. Genauso gut könntest du in dem Geheimfach einen Gutschein verstecken. Damit ist die Karte vielfältig einsetzbar. Wie ich sie gebastelt habe, welche Materialien ich dabei verwendet habe, das zeige ich dir jetzt. Meine persönlichen Tipps und Tricks sind wie üblich auch dabei. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich habe eine weitere Kartenidee für dich mit dem Stempelset Kleine Therapie und wie schon die letzten Male verstecke ich wieder Teebeutel. Hier habe ich den Teebeutel, ich zeige das mal schnell, ich muss das nochmal zurück präparieren. Moment. Dauert immer ein bisschen. So versteckt. Also das ist die Z-Fold Card, diagonal hinstellen. Und der Teebeutel, wie du gesehen hast, ist hier in einem Fach versteckt. Upp, kommt er wieder raus. Ja, wie es geht, legen wir am besten gleich los. Ich sage, was ich verwendet habe und dann basteln wir gemeinsam. Alle verwendeten Materialien kannst du dir direkt bei mir bestellen. Unter dem Video in der Infobox, in der Beschreibung, geht es direkt zu meinem Online-Shop. Da kannst du schauen, ich habe dir das verlinkt und kannst schauen, was lieferbar ist und einfach bestellen. Wenn du Fragen hast, her damit. Für die Karte. Es ist mal ein anderes Kartenformat, also ein Hochkantformat, DIN lang, würde ich sagen, vom Umschlag her. Nehme ich ein komplettes A4-Blatt, brauchen wir auch fast komplett, und einen Streifen Designerpapier, den habe ich zugeschnitten in 9,4 x 27 cm und ein weißes Stück Farbkarton in den Maßen 20,5 x 9,4 cm. Dann habe ich das Stempelset Kleine Therapie genommen, die Stanzform dazu verwendet, aber du kannst es natürlich mit allen anderen Stempeln, Themen gestalten. Ja, es geht los. Wir brauchen wie üblich unbedingt den Papierschneider, mit dem man schneiden und falzen kann. Und dann nehmen wir mal unser Papierblatt als erstes, legen es ein und brauchen die Falzklinge. Wir brauchen 3 Felder, jeweils 9,9 cm. Der Einfachheit halber falze ich also hier bei 9,9, drehe einmal um und gegenüberliegend genauso bei 9,9. Jetzt kommt der Moment, wo es wichtig ist, dass wir die Kanten glatt aufeinander bekommen. Also, du siehst ja hier in der Karte, ein Feld liegt hinten, das nächste falte ich nach vorn. Der Hoffnung, dass hier an der Kante genau meine Linie kommt. Die dritte, also das dritte Feld. Drüben falte ich praktisch wieder zurück. Das sieht ganz gut aus. Und das falte ich auch wieder drauf. Das passt super. So, jetzt brauche ich eine Markierung. So lege ich mir das hin. Hier unten bei 7 cm. Nehme ich Tatsache mal mein Lineal und einen Bleistift und lege das hier an. 7 cm. Und mache mir hier einen Bleistift. Dann nehme ich wieder meine Schneidemaschine und jetzt wird wirklich geschnitten. Das ist dann die dunkle Klinge. Ich lege die Karte komplett ein. Ich nehme hier oben die Linie vom ersten Feld, also hinten. Damit du dir das besser vorstellen kannst, lege ich hier einfach mal zur Markierung das weiße Blatt rein. Das ist das Feld, wo wir dann auch Text aufbringen können. Kannst du natürlich auch die Rückseite noch vollschreiben. Okay, an die Falzlinie hier oben lege ich an und hier unten, natürlich nicht da, sondern an die 7 cm, die ich eben markiert habe. Das wäre beinahe schief gegangen. Okay, ich schiebe ein Stück hoch. Da, erste Falzlinie von dort und hier unten bei 7 cm. Und das rücke ich so lange, bis beides genau in der Schnittfläche liegt. Lege auf, prüfe nochmal und schneide einfach ab. Wunderbar. Und dann falzen wir und du siehst, es passt. Jetzt ist eine Kante beim Falzen ja die Rückseite. Manchmal siehst du, hier wählt sich das so.
Was will ich sagen? Ich will diese Kante genauso glatt bekommen wie die. Dafür nehme ich mein Falzbein und fahre da einfach über die Kante. Und du siehst, sie ist glatt. Kannst du selber mal ausprobieren, wenn die Schnittkante so ein bisschen erhaben wird, dadurch, dass das ja gegenseitig läuft, zu es damit begradigen. Dann haben wir hier diesen Zipfel und da schneiden wir uns gleich mal von der großen Fläche legen wir oben an und legen aber jetzt mal bei 9,8, würde ich sagen. Schneiden den Zipfel ab und hier unten schneiden wir uns auch noch, sagen wir so 2 mm weg, damit das nicht ganz so knapp ist alles. So, brauchen wir auch. Gut. Wenn wir einmal beim Schneiden sind, nehmen wir unser Designerpapier. Der Streifen, habe ich ja gesagt, ist 27 mal 9,4 cm. Jetzt setze ich doch mal das Beinchen hier raus und nehme meinen Bleistift und messe mir ab. Auf der einen Seite brauche ich eine Markierung bei 20,5 und das lege ich jetzt hier Tatsache oben an. Hier drauf und in meiner Falzlinie 20,5 müssen ja hier sein. Drüben messe ich, ne? Und da markiere ich 20,5. Und auf der anderen Seite brauche ich eine Markierung bei 13,5. Das mache ich jetzt so rum. Ich gehe da wieder hier unten mit dem Ende jetzt an die Falzlinie und lege hier oben gerade an die Kante und markiere mir bei 13,5. Schaue ich, dass ich beide Markierungen sehe. Einmal kurz. Ich sehe natürlich nicht, jetzt habe ich einen Moment. Ich markiere nochmal nach, ehe ich jetzt hier vor mich hin. Gut, jetzt habe ich. Okay, 20,5 und 13,5. Und dann wird es eingelegt und die Linien hier wieder in meine Schneidemaschine. 20,5, 13,5. Man sieht es echt schlecht auf dem Blau. Deswegen habe ich bei dem anderen auch die Rückseite genommen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Mal gucken, ob es funktioniert. Grundsätzlich sieht es schon mal schön aus. Ne? Diesmal haben wir es nämlich genau anders. Okay, auch hier ist das wieder so, dadurch, dass ich das ja umdrehe und so rum verwende, bedeutet, muss ich hier die Kante wieder glatt streichen. So, und genauso einfach geht das dann und schon hat sie sich flach gelegt. Ja, und jetzt wird geklebt. Dieses Feld klebe ich hier vorne drauf. Komplett fest. Ich könnte daraus natürlich auch eine Tasche machen. Mache ich aber nicht, weil die Taschen woanders sind. So, das Feld rum. Auflegen und gut ausmitteln. Schauen, dass die Diagonale einigermaßen sauber liegt. So, ganz gut. Zufrieden. Und das zweite Feld klebe ich hier innen komplett. So. Ich auch ein bisschen gerade liegt. Das ist an der falschen Stelle angeklebt. Ich muss noch mal kurz abheben. Besser rücken. Ach, es ist wieder verzogen, glaubst du es? Letzter Versuch. Einen haben wir noch. Ja, sowas bietet sich an, zeige ich normalerweise auch so, dass man es vorher einmal platziert. Dann hat man es leichter, wenn man es ausrichtet. Oh, das sind so die Tipps, die ich gern weitergebe und dann selber nicht mache. Okay, haben wir. Gut, Flüssigkleber machen wir schon mal zu. Hier ist meine Klappe. Die setze ich Tatsache hier in schräg gegen. Dafür habe ich sie etwas kleiner geschnitten. Einmal auflegen. Auch hier bietet es sich an aufzulegen. So. Und dann weiß ich, wo die Klebefläche kommt, nämlich auf diese Seite. Unten ist das ja immer noch ganz easy, aber links und rechts schneiden wir dann heute mal doppelseitiges Abreißklebeband. Zwar lege ich es hier hoch, nehme mir meine Schere, schneide es hier oben schräge ab, also das Band schräg ab, der richtige Text, und kann die Schräge nehmen, hier drüben wieder anlegen. Das ist super sauber und das Teil hält richtig gut.
So, das beiseite. Schutzfolie abziehen. Hier kannst du natürlich jetzt die Designerpapier zuschneiden oder ganz anders, andere Farbe. Oder vielleicht auch auf die Klappe verzichten, aber ich will ja einen Teebeutel. So, oben ist wichtig, ne? Oben die Kante muss bündig sein und darf nicht übergucken. Abschneiden kann ich immer noch. Und dann setze ich das hier komplett gegen. Okay. Schauen wir mal, dass die Klappe funktioniert. Hier können wir dann den Teebeutel reinschieben. So einfach mein Geheimfach. Hier innen rein kommt jetzt das weiße Blatt. Könntest du vorher bestempeln oder drinne klebt. Wenn du was über die Kante stempeln möchtest, solltest du es vorher bestempeln. Ich klebe das aber einfach rein. Stempel dann zum Schluss oben auf das Dreieck in groß. Auch hier gern vorher noch mal ausmitteln, bevor ich dann wirklich aufklebe, aber das ist gut. Auch hier wäre eine Fläche. Könntest du noch was kleben? Ja, Möglichkeiten gibt es immer genug. So, dann habe ich mit dem Stempelset mal ein bisschen versucht und mit den Stanzen, was es für unterschiedliche Möglichkeiten mit Tassen gibt. Du hast hier einmal die einfarbige Tasse zum Stanzen und dann diese mit den Blüten. Und dann hast du Stempel, zum Beispiel diesen Stempel hier unten, schon mal so weit vorbereitet, genau. Und gestreifte Tassen, auch eine super Sache. Witzig aus, du kannst dann Tassendesigner werden. Dann habe ich das einmal mit einer blauen Grundtasse und einmal mit einer weißen und dementsprechend das gestanzte Element hier andersfarbig. So auch noch. Und ganz weiße Tassen, wo wir dann blaue Schrift draufsetzen. Auch eine wunderbare Sache. Kleine Umarmung in der Tasse passt super. Jo, jetzt haben wir im Vergleich zur anderen Karte die Farben, siehst du, genau andersrum aufgesetzt. Deswegen ließ sich das vorhin auch so schwer markieren für mich. Ja, machen wir jetzt dann, also haben wir deswegen, damit wir hier unten noch besser mit dunklen Tassen arbeiten. Heben sich dann noch besser ab. Und vielleicht setzen wir es diesmal so rum. Was würdest du sagen? Tja, kann es nicht hören. So rum finde ich es auch schicki, oder? Wollen wir diese und so? Oder wollen wir es ganz anders machen? Setzen die oben hin. Wir setzen diese in die Mitte. Diese. Und die unten. Geht auch, ne? Ist auch schick. So machen wir es. Okay. Gut geklebt. Hier oben für die Tasse setze ich einfach mal, wo ich jetzt mir die Schräge gemerkt habe, hier drüben ein Stück doppelseitiges Abreißklebeband drauf und setze das leicht schräg, so hoch wie möglich, hier oben mittig drauf. Da lang sortiert sich dann, wo die anderen Tassen sind. Diese Tasse kommt schon mal Abstandsklebepunkten, weil da kann ich danach einen kleinen Anhänger reinsetzen. Wie heißt der? Teebeutelanhänger, ne? Ich hatte das auch noch im Fachbegriff, das Teil. Das ist gerade nicht. Okay, den setze ich jetzt mal so hin. Muss ja alles ein bisschen Sinn machen, stellt sie gerade fest. Also setzt sie den mal wohin. Kippelt zwar in die falsche Richtung, aber macht nichts. Und den setzen wir hier unten so drauf. Der sollte schon gerade stehen unten, ne? Ja. Gerade da unten. So. Wunderbar. Dann kann man hier wunderschöne Zitronenscheiben bauen. Haben wir auch schon vorbereitet. Können aber auch hier mal stempeln. So, nehmen wir das Vorbereitete nehmen. Hier und in dem Fall gehe ich mal auf das schöne Papageiengrün. Das finde ich gar nicht so schlecht. Für meine Zitrone, die dann vielleicht eher eine Limette ist. Wir hatten ja auch mal eine Farbe, die hieß Tatsache Limette und die sah dieser hier sehr ähnlich. Also
Also mal wieder ein paar Limettenscheiben und die schönste davon war. Ja, Limette ist schön, gefällt mir. In Papageiengrün. Stanzmaschine ist jetzt ein Stück weit weg, also schneiden wir das aus. Du weißt ja, früher ging das alles mit Schere, aber mit Stanzmaschine ist natürlich wesentlich nobler, schneller gemacht, exakter, effektiver. Aber hier geht auch mal eine Zitronenscheibe. Bisschen handmade. Die setzen wir hier unten hin. Noch einen doppelseitigen Abreißklebepunkt auf das eine Element und die liegt da so ein bisschen an der Tasse. Super. Dann nehmen wir uns so einen Teebeutelanhänger, haben wir hier schon mal vorbereitet. Und da stempel ich, wie hier drüben, den Spruch rein: Manchmal hilft nur Tee. Gucken, ob es das ist. Ne, da ist es bestimmt nicht. Oder was haben wir da reingestempelt? Kleines, siehst du, ich kann es nicht lesen. Kleines, aber groß gemeintes Dankeschön. Das ist ja mal ein Text. Den nehmen wir in den schönen Nachtblau. Oh, machen wir gleich noch einen zur Probe. Das passt schon. Bei dem anderen Teebeutel hatte ich dann einfach mit dem Zweig hier ein bisschen verziert. Ich stelle das mal hoch. Komm mal hin. Geht natürlich alles. Aber jetzt verzichten wir auf den. Ich nehme jetzt den Teebeutel. Auch hier könnte ich natürlich Stanzmaschine nehmen, aber die hat heute mal Urlaub. Und dann habe ich einfach einen Anhänger. So, einmal habe ich ihn. Eventuell habe ich ihn nochmal ausgestanzt oder auch nicht. Dann machen wir das einfach anders. Wo ist der Anhänger? Hier ist er. Nehme mein Abreißklebeband. Dann gibt es diese tollen kleinen Kordel im Kombipack in den 5 In-Color-Farben zusammen. Du hast dafür aber eben auch wirklich richtig viel schöne Kordel, die man bei Tee so super gebrauchen kann. Und da klebe ich jetzt nochmal doppelseitiges Abreißband drüber, die Schutzfolie ab und klebe noch mehr drüber, einen Streifen links und einen Streifen. Ziehe die Schutzfolie ab. Und auch da hätten wir uns so ein kleines Teil ausstanzen können. Ein bisschen am schweren Arbeiten. Okay. Setze ich einfach auf, drehe es um und schneide es aus. Und ich dann bündig schneiden. Wenn ich es oben mache, ohne den Strick abzuschneiden, kannst du schon gespannt sein. So, das fällt in diese Richtung und dann ab. Mir jetzt ein bisschen zu heiß, da mache ich oben so einen kleinen Anhänger dran. So, hier ist das Band mit meinem Teebeutel. Den könnte ich nachher hier wunderbar reinstecken und hier hinten umlegen. Und jetzt muss ich mir einen Teebeutel holen. Ich hoffe, ich habe noch einen. Hier ist er. Jetzt alles zurechtgelegt bis auf den Teebeutel. Und da schaue ich mal, wie ich das hier drüben gemacht habe. Machen wir hier auch so. Also hier mittig kommt mein Band dran. Ich weiß noch nicht wie viel. Zu viel ist auch nicht schön. So, ich glaube so völlig. Setze das hier hin. Klebe auch hier nochmal einen Streifen drüber. Und weil wir einmal mit limettenfarbenen Zitronenscheiben gearbeitet haben, also Limettenscheiben natürlich, schneide ich mir hier noch eine aus. Und klebe die hier oben drauf. Dann ist das hinten schön versäubert und das Ding läuft. Und der Teebeutel kommt hier
nach hinten reinschieben, dann ist auch dann klemmt es auch nicht an die Limettenscheibe. So, und hier vorne der kleine Anhänger. Ja, fast fertig das Motiv. Schau, wie hier drüben, ähnlich geworden. Ich finde es schicki, mal nicht ganz so viel aufeinander gebaut, recht einfach, aber doch eine schöne Sache, kann man gut verschenken und genauso gut kannst du hier hinten einen kleinen Gutschein reinpacken, einen Geheimbrief oder auch diese fertigen Gutscheine, die es da gibt. Ich denke, das ist alles komplett gut zu variieren. Ja, noch was stempeln, da oben in die Ecke, lieben Dank, brauchen wir, nehmen wir. Danke-Karten kann man auch nie genug auf Vorrat haben. Wenn man dann mal schnell sich bedanken möchte und so eine Kleinigkeit in der Tasche hat, immer Sache. Lieben Dank. Ja, das war meine Idee für heute. Ging ja doch schneller, als man dachte, ne? Ich bin gespannt, wie du die Karte bastelst, vielleicht auch variierst, was du daraus machst. Falls du sie gerne zeigen möchtest, kannst du das gerne in den sozialen Netzwerken machen, zum Beispiel auf Instagram mit dem Hashtag Stempelfamilie. Das wollte ich jetzt im Stück sprechen, deswegen habe ich mich da leicht verschluckt. Also Hashtag Stempelfamilie. Oder du schickst mir mal eine Nachricht oder auf WhatsApp oder wie auch immer. Vielleicht sehe ich ja, was du gebastelt hast. Ja, hat dir mein Projekt gefallen? Gib mir gern einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, freue ich mich. Schreib mir einen Kommentar oder hast du Fragen? Immer her damit. Hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich, deine Angela von der Stempelfabrik.